Moin Moin Freunde, bevor das Video losgeht, wollte ich nur noch mal ganz kurz sagen, heute Abend um 18 Uhr sind wir nochmal live auf Twitch, der letzte Livestream dieses Jahr. Wir gehen rein auf den Paladin und werden ein paar LD-Runs machen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Wir hatten ja letztes Mal das Thema besprochen mit dem legendären Dungeon und den Waffen, die es da zu finden gibt. Zufälligerweise, ja, meistens immer auf der 21. Position des legendären Items kommt eine Waffe auf einen zu. Das, ja, die Feststellung habe nicht nur ich gemacht, sondern sehr viele andere Spieler auch da draußen. Das haben auch sehr viele auch unter den Kommentaren unter das Video diesbezüglich zu dem Thema auch geschrieben gehabt. Und ja, jetzt hatte die Nachteule bei mir im Discord einen kleinen Post abgesetzt und ja, da haben wir so eine gewisse Antwort bekommen, beziehungsweise so ein kleines Statement, Schrägstrich, wie das Ganze so läuft und warum gerade die 21 die Zahl ist, wo man ja immer eine Waffe bekommt, unter bestimmten Bedingungen natürlich, nicht jeder und nicht immer, ne? Manche haben es auch schon früher bekommen, manche ja später, manche haben sie 2-3 Mal bekommen, wie gesagt, unter bestimmten Bedingungen läuft das Ganze, ja. Und da hat er bei mir auf dem Discord gepostet gehabt zu deinem LD-Video, was das Thema aufgegriffen hatte. Falls noch nicht gesehen, auch mal hier die Antwort vom Support. Holle, hallo. Es gibt verschiedene Bad Luck Protections, ja, die dafür Sorge tragen, dass man Items erzwungen bekommt. Hat man alle Bilder im Sammelalbum, kann man alle Items random finden. Ja, so random sah das Ganze aber nicht aus, muss ich sagen. Also es erschien mir jetzt dann doch irgendwo ein bisschen ein System dahinter zu sein, beziehungsweise scheint dieses Bad Luck Protection nicht so richtig zu greifen. Die Waffen haben eine weiter Bad Luck Protection, die dafür Sorge trägt, dass man bei Pech mit den Fundchancen ab und an erzwungen eine Waffe findet. Diese Bad Luck Protection ist nicht öffentlich einsehbar. Diese ist seit 2023 bei 21 Items. Also daher kommt dann eben auch die Zahl 21. Das bedeutet, dass du nach spätestens 21 Items eine Waffe erzwungen findest. Ja? Nun kann es aber nicht sein, dass ich und viele andere Spieler auch immer die Bad Luck Protection in dem Falle triggern und spätestens, also auf den 21. legendären Slot die Waffe bekommen und nicht mal zwischendurch irgendwann mal eine gedroppt kriegen, nicht mal aus irgendeinem alten Set, sondern immer die neueste bekommen und ja, das kann ja jetzt nur ein schlechter Zufall sein, so, ne, dass das bei jedem so ist irgendwo, ne. Bei 24 verschiedenen Items halten wir diese Nummer für sinnvoll. Du findest also statistisch erzwungen häufiger eine Waffe als andere Items und ja, also der Holle, das ist auch ein Lieber und der kann da auch nichts für und der schreibt halt eben auch nur, dass so, wie es halt eben ja vorgegeben wird, so, ne? Aber bei diesem letzten Punkt hier, da muss ich mich wirklich fragen, Alter, irgendwie, weiß ich nicht, kriege ich denn doch mal das Gefühl, als ob das nicht ganz so getestet wird, beziehungsweise in der Häufigkeit so selbst gespielt wird, wie es eigentlich hätte sein müssen. Weil bei 24 verschiedenen Items ja, die Waffe häufiger statistisch zu finden als andere Items, ey, sorry, das ist halt einfach, muss ich so sagen, das ist halt einfach Bullshit. Also irgendwas muss bei diesem Bad Luck Protection System nicht ganz rund laufen. Ja, weil ansonsten würde nicht ich und viele andere Spieler auch da draußen immer die schlechteste von diesen 21 Waffen oder diese 21 Slots, bis man erzwungen eine Waffe bekommt, finden, sondern halt irgendwie random auch schon viel früher. Also so random kann dieses System ja dahinter nicht sein in Bezug auf die Waffen. Auf die anderen Gegenstände
ja, muss ich sagen, okay, das kann wirklich sein, weil da sehe ich keine feste Reihenfolge der Items. Da sehe ich nichts irgendwie, was sich so wiederholt oder auf einen bestimmten Slot fällt. Es ist wirklich einzig und alleine bei der Waffe nur so, dass es wirklich alle 21 Items kommt, also immer das Schlechteste von dem, was diese Bad Luck Protection so zu bieten hat, weil man spätestens alle 21 Items eine Waffe findet. Aber man findet ja gar keine Waffe mal so zwischendurch. Gar keine. Ja, das ist ja das Kernproblem bei diesem System. Und meines Erachtens nach sollte man dann doch irgendwo alle alle Slots, die man hier an Gegenständen hat, also alle 9 Slots, rotierend finden und nicht random. Das ist einfach irgendwo ein Stück weit schon, das ist schon ziemlich hart. Und wie gesagt, der Holle ist ein Lieber und der kann da auch nichts für, aber dann halt eben hier noch so irgendwie zu kommunizieren, dass die Nummer halt eben bei 24 Items sinnvoll ist und statistisch gesehen das häufiger findet als alles andere, ist halt einfach nicht so schön, sag ich mal. Das Ding ist, er schreibt hier halt eben auch noch, ich leite gerne ein Feedback weiter, vielleicht können wir daraus auch eine Umfrage anregen. Und das ist halt eben das, es gibt ja auch nach jedem Legendary Dungeon gibt es ja auch immer Umfragen, an denen man teilnehmen kann, damit Player Feedback bekommt, was man demnächst besser machen könnte, beziehungsweise was man an diesem System überarbeiten kann. Und da seid ihr dann auch gefragt, wenn der LD vorbei ist und es dazu eine Umfrage geben sollte, werde ich euch das auch in dem kommenden Video kommunizieren, damit ihr dann auch wirklich daran teilnehmt und auch wirklich ein fundiertes Feedback geben könnt, wie ihr das am liebsten haben wollen würdet. Ja, schreibt hier noch, bleibt man fassungslos zurück. Also bei allen, ja, das Gegenteil, das hat noch keiner eine Waffe erzwungen häufiger gefunden. Und die Antwort war hier an Jurik und nicht an die Nachteule hier an der Stelle nochmal. Ne? Dankeschön fürs Teilen. Und das ist halt eben so, also es gibt irgendwo so ein System dahinter, wie das Ganze auch funktioniert. War mir auch schon irgendwo klar gewesen, weil es halt nicht zufällig sein kann, dass es alleine bei mir 4-mal vorkommt, dass ich immer beim 21. Item eine Waffe bekomme. 4-mal ist es alleine bei mir vorgekommen und halt eben auch bei sehr, sehr vielen anderen Spielern da draußen halt eben von euch auch auf dem 21. Item. Ich muss dazu sagen, bei mir war es wirklich nur bei den Ultimate Runs. Ich habe auch hier und da gelesen gehabt, bei mir war das nicht so, obwohl ich alle Items gehabt habe. Und wenn man vielleicht normale Runs macht, kann das vielleicht auch noch einen Unterschied machen. Ja, und ich hatte in dem Video, glaube ich, auch gesagt gehabt, dass wenn man nicht alle Items hat, beziehungsweise gar kein Item hat, das läuft wohl auch auf dasselbe hinaus. Also wenn man noch gar keins von den neuen Items hatte, dass man bei diesem Bad Luck Protection Ding irgendwie auch viele Leute bei dem 21. Item und dann erst bei dem 42. und immer dann diese Waffe getriggert haben. Und wie gesagt, irgendwas muss da in diesem System nicht ganz stimmen, dass man immer nur die schlechteste Chance von dieser Bad Luck Protection triggert, also wirklich, dass man wirklich ausschließlich alle 21 legendäre Items eine Waffe findet und das ist halt irgendwo schlichtweg einfach unfair, sag ich mal. Ne? Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es euch nicht sagen, weil was heißt viele Spieler, aber manche Spieler haben auch unter den Kommentaren so geschrieben gehabt, bei mir ist es nicht so, ne? Obwohl es unter den gleichen Umständen bei mir stattfindet, wie es bei mir auch so gewesen, oder bei ihm, wie es bei mir gewesen ist, so. Ne? Deswegen, ich kann es euch nicht zu 100% sagen, wo der Fehler ist, was das Ganze nun triggert, aber irgendwo,
kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass es halt eben, dass halt zwischendurch nicht einfach mal irgendwo Waffen kommen im legendären Dungeon. Das passiert ja nicht. Ja, also es passiert zumindest bei mir nicht. Ich muss irgendwie in dieses Raster fallen, wo gefühlt, sagen wir mal, 70% der Spieler da draußen ins selbe Raster fallen und ja, wirklich ausschließlich nur alle 21 Slots eine Waffe bekommen und dazwischen halt wirklich gar nichts. So, ne? Ja, keine Ahnung. Ich kann es euch nicht sagen. Wir warten aber ab, bis die Umfrage draußen ist. Dann werde ich euch das Ganze auch nochmal mitteilen und dann bleibt uns eigentlich nicht viel mehr übrig, als dann halt eben, ja, das Ganze dann so zu beurteilen, zu bewerten. Vielleicht gibt es ja auch wieder Feedback oder so, ne? Wie fandet ihr den LT? Ja, da muss man dann halt einfach dann auch so eine kritische Bewertung dann eben abgeben und ja, wie gesagt, wir sind keine IT-Leute, keine Techniker, wir können nicht rausfinden, woran es liegt, aber ich denke mal, dass die das programmieren, da vielleicht dann doch eher einen besseren Einblick drauf haben. Ne? Ja, ansonsten war es das soweit von mir. Jetzt haben wir da auch ein bisschen Klarheit über dieses System dahinter und genau, damit verabschiede ich mich. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.